Hallo liebe Häkelfreunde, heute präsentiere ich euch diesen asymmetrischen, detailverliebten Pullover. Der eigenwillige Farbverlauf, die vielen Knöpfe, welche den schrägen Verlauf des Vorderteils betonen, und der angedeutete Wickeleffekt geben dem Pullover einen Hauch von Extravaganz und Individualität. Genau das Richtige für den exquisiten Modegeschmack. Dazu passend trage ich die diagonale Mütze aus dem gleichen Material wie der Pullover. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Heute verwende ich 2 von diesen dreifädigen Bobbeln plus einem kuscheligen Alpaka-Faden mit dem Namen Schokokuss von Meine Bobbelträumerei. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Sabine Helfer, die mir diese Bobbels zur Verfügung gestellt hat. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels mit tollen Farbverläufen, auf Wunsch auch mit Alpaka-Faden oder Lurex-Faden in vielen verschiedenen Farben und Lauflängen. Ihr findet Meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da einmal hineinzuschauen, denn die Auswahl an Bobbeln lässt keine Wünsche offen. Ihr könnt euch nämlich auch euren eigenen Farbverlauf zusammenstellen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne von innen nach außen und ich häkle den Pullover von oben nach unten. Und für die Anschlagsreihe nehme ich eine Häkelnadel Nummer 4 und danach steige ich auf eine 5er Nadel um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle zunächst 2 Luftmaschen, drehe die erste um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten, steche in die erste Masche hier ein, hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2, steche in den Querfaden wieder ein, hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab, dann die restlichen beiden, immer hier in diesen Querfaden wieder einstechen, den Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen 2. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Gehäkelt wird hier, wo die schönen Maschen sind, und ich mache für die Größe 40-42 circa 53 bis 54 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch hin. Und ich mache eine gerade Maschenzahl. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 54 cm angeschlagen. Als Richtwert bei mir sind das 80 solche festen Maschen. Und jetzt kippen wir das Ganze und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel Nummer 5 um,
und starte mit 3 Luftmaschen. Damit ist diese erste Masche besetzt und ich häkle lauter Stäbchen, in meinem Fall 80 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt, wende die Arbeit und die Reihe beginnt immer mit 3 Luftmaschen. Diese zählen bereits als erstes Stäbchen. Dann häkeln wir wieder alle Stäbchen ab und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und hier ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen in die 3. Luftmasche von unten gezählt hineinmacht, also in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe. Nicht weiter unten einstechen, sonst wird die Seite immer kürzer und das Häkelteil wird schief. Und wir häkeln jetzt immer dieselbe Anzahl Stäbchen bis zu einer Länge von, bei der Größe 40-42 mache ich ungefähr 60 cm und die anderen Größen schreibe ich euch hin. Und es muss eine gerade Anzahl an Stäbchenreihen sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Rückenteil ca. 60 cm lang gehäkelt für die Größe 40-42. Die anderen Größen habe ich euch hingeschrieben und bei mir sind das zu eurer Orientierung 44 solche Stäbchenreihen. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und wie gesagt, hier ist, wo der hellere Teil ist, das ist oben, der dunklere Teil ist unten. Jetzt lassen wir dieses Teil im Moment ruhen und beginnen mit dem im Tragen rechten Vorderteil. Und da brauchen wir die Hälfte der Maschen des Rückenteils. Ich hatte beim Rückenteil 80 Maschen und nehme jetzt für dieses Vorderteil die Hälfte. Ich beginne also wieder mit einer Anfangsschlinge und zwar nehme ich wieder die Häkelnadel Nummer 4, beginne wieder mit 2 Luftmaschen, drehe mir die erste um, sodass ich hier gut einstechen kann, dass 2 Fäden oben sind und einer unten, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche zuerst und dann die feste Masche. Und das machen wir ganz genau gleich wie beim Rückenteil. Immer in den Querfaden wieder einstechen, den Faden durchholen, zuerst nur eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen beiden. Und wie gesagt, ich nehme genau die halbe Maschenanzahl und ansonsten funktioniert dieses Teil ganz genau gleich. Lauter Stäbchen, gleich viele Reihen wie beim Rückenteil und denkt daran, nach der Anschlagsreihe wieder auf die dickere Häkelnadel umzusteigen und ansonsten identisch mit dem Rückenteil, nur eben über die halbe Maschenzahl. Und wenn ihr dieses Vorderteil gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe das im Tragen rechte Vorderteil genau gleich
hoch gehäkelt wie das Rückenteil. Bei mir waren es 44 Stäbchenreihen. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und für das im Tragen linke Vorderteil beginne ich wieder mit der Häkelnadel Nummer 4, häkle wieder im elastischen Anschlag, genau wie wir es bei den anderen Teilen auch gemacht haben. Als Ausgangsbasis nehmt ihr euch die Zahl, die ihr beim Rückenteil verwendet habt. Bei mir waren das 80. Diese Zahl nehmt ihr und macht 5 feste Maschen weniger, also 5 Maschen weniger anschlagen wie beim Rückenteil. In meinem Fall wären das 75, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in meinem Fall 75 feste Maschen angeschlagen. Ihr nehmt eure Maschenzahl vom Rückenteil minus 5. Und jetzt kippe ich das Ganze wieder, steige wieder auf die 5er Nadel um, beginne mit 3 Luftmaschen und häkle alle Maschen ab, und zwar mit Stäbchen, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf jede feste Masche aus der Anschlagsreihe ein Stäbchen drauf gehäkelt. Die Maschenzahl ist also im Moment unverändert. Ich habe jetzt in meinem Fall 75 Stäbchen gehäkelt. Und jetzt wenden wir die Arbeit, und als Merkhilfe, da wo der Anfangsfaden hängt, das wird die gerade Kante, die andere Seite wird schräg, und wir häkeln jetzt 3 Luftmaschen und häkeln bis zur anderen Seite hinüber, und zwar ein Stäbchen weniger. Das heißt, das letzte Stäbchen bleibt frei, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin mit der Reihe fertig. In das Ersatzstäbchen häkle ich kein Stäbchen mehr hinein. Das heißt, wir haben jetzt ein Stäbchen weniger als in der Vorreihe, und wir wenden und wir nehmen gleich wieder ab, und zwar häkeln wir eine Kettmasche ins zweite Stäbchen, eine Kettmasche und dann 3 Luftmaschen und häkeln die Reihe wieder hinüber bis ganz zum Ende und haben dann wieder ein Stäbchen weniger als in der Vorreihe, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe fertig gehäkelt, und zwar bis zum Rand hinaus, also auch ins Ersatzstäbchen, wie gewohnt ein Stäbchen. Hier, wo der Faden dran hängt, da ist die gerade Kante, hier dürfen wir nicht abnehmen, und wir wenden wieder, und ich zeige euch diese beiden Reihen noch ein weiteres Mal. Bei der geraden Kante beginnen wir immer ganz normal mit 3 Luftmaschen und häkeln alle Stäbchen ab bis zur anderen Seite hinüber und lassen das letzte Stäbchen frei, aber da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich lasse wieder das Ersatzstäbchen aus der Vorreihe frei, wende die Arbeit,
häkle wieder eine Kettmasche ins zweite Stäbchen, häkle 3 Luftmaschen als Ersatz fürs erste Stäbchen und häkle die Reihe wieder zurück. Wir erhalten in jeder Reihe ein Stäbchen weniger, und zwar immer auf der gleichen Seite. Wir bekommen hier eine schräge Kante, auf der anderen Seite eine gerade Kante und ich häkle die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns nochmals wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe wieder zu Ende gehäkelt bis ganz an den Rand hinaus. Diese Seite wird schräg, diese wird gerade und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, wiederholen wir so lange, bis wir noch so viele Maschen übrig haben, wie wir beim schmalen Vorderteil, das wir vorhin gemacht haben. Bei mir hatte das 40 Stäbchen, bis ihr gleich viele Maschen noch übrig habt wie beim anderen Vorderteil. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 36 Reihen gehäkelt. Beim Rückenteil hatte ich 44 Reihen. Und noch einmal zum Verständnis: Ich habe mit 75 Stäbchen begonnen, also 5 weniger als beim Rückenteil. Dann habe ich 35 mal eine Masche abgenommen. Wir haben ja erst ab der zweiten Reihe mit den Abnahmen begonnen und deshalb habe ich jetzt 36 Reihen, also diese erste, wo wir nicht abgenommen haben, plus 35, wo ich abgenommen habe, und habe jetzt noch 40 Stäbchen, also gleich viele wie beim anderen Vorderteil, und genau das brauchen wir. Und jetzt wende ich wieder und häkle die letzten 8 Reihen, die mir noch fehlen. Bei euch kann die Zahl auch anders sein. Häkle ich jetzt gerade hinunter über diese Maschenzahl, die ich jetzt habe. Das heißt, wir häkeln ganz genau gleich wie bei den anderen beiden Teilen und schauen, dass die Maschenzahl jetzt immer dieselbe bleibt. Und wir müssen schauen, dass alle Teile genau gleich viele Reihen haben. Wie gesagt, ich hatte 44 bei den anderen Teilen und mache jetzt genau noch 8 Reihen, sodass ich dann hier auch auf dieselbe Reihenzahl komme. Einfach gerade hinunter häkeln ohne Abnahmen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder, und lasst den Faden dran, den brauchen wir noch. Willkommen zurück. Ich habe gleich viele Reihen gehäkelt wie bei den beiden anderen Teilen und jetzt behäkeln wir diese schräge Kante hier, und dazu drehen wir uns das Teil herum, häkeln zunächst eine Luftmasche und ich häkle jetzt in jede Stäbchenreihe, die kommt, also immer um das Randstäbchen herum, 2 halbe Stäbchen, also ein Umschlag, den Faden durchholen, ein bisschen heraufziehen und dann alle abmaschen. Ein Umschlag, ein zweites dazu in die erste Lücke, alle Fäden abmaschen. Und wie gesagt, in jede Lücke oder um jedes Randstäbchen herum häkle ich 2 halbe Stäbchen, und die halben Stäbchen werden schön, wenn man den Faden ein bisschen heraufzieht. Also nicht so klitzekleine halbe Stäbchen machen. Und das mache ich die ganze Kante hinauf. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück. Ich habe um jedes Randstäbchen herum 2 halbe Stäbchen gehäkelt und eins häkle ich hier noch aus dieser Anschlagsreihe hier ganz am Rand. Das heißt, ich müsste jetzt 89 halbe Stäbchen haben. Ich hatte 44 Reihen mal 2 plus diese eine aus der Randreihe hier. Und jetzt wende ich und ich häkle jetzt weitere 4 Reihen halbe Stäbchen, immer mit dieser selben Anzahl. Ihr schaut, welche Anzahl ihr habt und schaut, dass die unverändert bleibt. Ich beginne immer mit einer Luftmasche und häkle gleich ins erste halbe Stäbchen wieder ein halbes Stäbchen. Und wie gesagt, ich häkle 4 Reihen halbe Stäbchen und ihr müsst darauf achten, dass die Maschenzahl unverändert bleibt, also in allen insgesamt 5 Reihen dieselbe Anzahl halbe Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin mit dieser Blende hier fertig, habe insgesamt 5 Reihen halbe Stäbchen gemacht, befinde mich jetzt hier am oberen Rand des Pullovers. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, lasse ungefähr 3 Meter Faden dran, schneide den Faden ab, den ziehe ich dann heraus und ziehe ihn durch, und im nächsten Schritt zeige ich euch, wie wir diese Teile, die wir bis jetzt gemacht haben, zu einem Pullover zusammenfügen. Willkommen zurück. Wir verbinden jetzt die 3 Teile, die wir bisher gemacht haben, sozusagen zu einem Pullover, und da müsst ihr jetzt bitte gut aufpassen, wie wir das machen. Und zwar, das ist das Rückenteil, das habe ich so auf den Tisch gelegt, dass die Anschlagsreihe, also die Reihe, mit der wir begonnen haben, oben ist, von mir aus gesehen oben, und der Anfangsfaden, mit dem wir das Teil begonnen haben, ist auf der rechten Seite. So legen wir uns das Rückenteil auf den Tisch. Dann nehmen wir uns das Vorderteil mit der schrägen Kante, und zwar wieder mit der Anschlagsreihe oben und mit dem Anfangsfaden links. So drauflegen, und als letztes nehmen wir uns das schmale Vorderteil ebenfalls mit der Anschlagsreihe oben und dem Anfangsfaden links und legen das wieder so drauf. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt den Ausschnitt markieren und ich erkläre euch dann, wie ich das gemacht habe. Willkommen zurück. Ich habe folgende Vorbereitungen getroffen. Ich habe die Teile schön miteinander verbunden. Hier haben wir ja 3 Schichten, also schauen, dass die schön übereinander liegen. Dann, ganz wichtig, zunächst die Mitte suchen und hier die Teile zusammenklammern, und dann von der Mitte aus habe ich immer 13 bis 14 cm herüber gemessen, die Klammer eher hereingesetzt, von den 14 herein, hier ebenfalls, denn dieses Stück hier bleibt jetzt offen, das sind jetzt 27 bis 28 cm, und dieses Teil schließen wir, das sind die Schulternähte,
Und damit die genau gleich werden, wir beginnen auf einer Seite, zählt ihr dann nach, wie viele Stäbchen ihr miteinander verbunden habt und macht das dann auf dieser Seite genau gleich. Und wir können hier den Faden nehmen, den wir dran gelassen haben, die Klammer entfernen und durch alle 3 Teile durchstechen, ganz am Rand. Hier dieses mitnehmen und dann hinten durch. Den Faden durchholen, und ich nehme übrigens hier die 4er Nadel, damit ich besser durchkomme. Dann eine Luftmasche und dann noch einmal in dieselbe Öffnung durch, den Faden durchholen und eine feste Masche häkeln. Und jetzt schaut ihr immer vorne und hinten, dass ihr dasselbe Stäbchen erwischt und immer den mittleren Teil mitnehmen. Wieder den Faden durchholen und so schließen wir diese Naht Masche für Masche mit festen Maschen bis zur Klammer, und dann zeige ich euch das noch auf der anderen Seite und dann sehen wir uns bei der Klammer wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 20 Stäbchen hier miteinander verbunden, alle 3 Lagen. Ihr könnt das so kontrollieren, klappt ihr das mal hinauf, dann seht ihr, ob ihr immer alle 3 Lagen erwischt habt. Wenn ihr euch mit Nähen leichter tut, könnt ihr natürlich diese Schulternaht auch mit Nadel und Faden schließen. Und am Ende häkle ich jetzt noch eine Luftmasche, schneide den restlichen Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt dreht ihr euch das Ganze um und beginnt wieder von außen nach innen die Naht zu schließen. Hier ist es einfacher, hier haben wir nur 2 Lagen, und um diese Naht zu schließen nehme ich jetzt ein Stückchen Faden vom zweiten Bobbel, der ist genau gleich, nur entgegengesetzt gewickelt. Damit das schöner wird, nehme ich hier die passende Farbe, um die Naht zu schließen. Ich steche hier ganz am Rand ein, durch beide Teile durch, hole den Faden durch, verknote ihn, steche noch einmal durch dieselbe Öffnung durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und schließe dann dieselbe Anzahl Stäbchen wie auf der anderen Seite. Bei mir waren es 20, und ansonsten funktioniert diese Naht gleich wie die andere. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die zweite Schulternaht geschlossen, befinde mich immer noch auf der Innenseite. Das Rückenteil ist oben im Moment, und jetzt nehmen wir uns diese Klammer hier heraus und klammern die beiden Vorderteile hier zusammen, denn hier haben wir ja eine doppelte Lage, dann vorne, hinten haben wir eine einfache, und ich mache wieder mit demselben, mit dem ersten Bobbel weiter, so wie gewohnt.
und beginne hier bei der Schulternaht. Ganz am Rand steche ich ein, hole den Faden durch, steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und häkle laute Stäbchen aus der Anschlagsreihe heraus. Hier könnt ihr ruhig tiefer einstechen. Ihr braucht nicht die einzelnen Fäden zu suchen. Und das mache ich jetzt bis zur anderen Schulternaht, lauter Stäbchen. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der anderen Schulternaht angekommen. Bei mir haben sich 40 Stäbchen ergeben. Die Anzahl ist nicht so wichtig, das ist ein Richtwert, aber es sollte auf beiden Seiten eine gerade Zahl sein, also eine gerade Zahl hinten und vorne wieder eine gerade Zahl, dass wir am Schluss eine Zahl haben, die durch 4 teilbar ist über die ganze Runde drüber. Und jetzt drehe ich mir das Ganze um und häkle in Stäbchen weiter. Und hier müsst ihr wieder diese beiden Teile miteinander verbinden. Also wieder durch beide Teile durchstechen und Stäbchen häkeln. Und wie gesagt, vorne und hinten immer eine gerade Anzahl an Stäbchen häkeln. Und ich verbinde diese beiden Teile bis hierher und dann mache ich noch den Rest hinüber und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe auch über die Vorderseite 40 Stäbchen gehäkelt, habe also insgesamt 80 und das ist eine Zahl, die durch 4 teilbar ist. Ihr müsst aber nur darauf schauen, dass ihr auf beiden Seiten für sich gesehen eine gerade Zahl habt, dann kommt ihr automatisch auf eine Zahl am Schluss, die durch 4 teilbar ist. Hier habe ich die beiden Teile miteinander verbunden. Das sieht so aus auf der Vorderseite. Und jetzt schließe ich hier zur Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Die zweite Reihe beginnt mit einer Luftmasche und über diesem Ersatzstäbchen hier häkle ich ein halbes Stäbchen und auf das daneben ebenfalls ein halbes Stäbchen. Und dann häkle ich 2 Reliefstäbchen von vorne. Das bedeutet, ich hole einen Umschlag und häkle um das Stäbchen, das hier kommt, herum, also vor dem Stäbchen einstechen, hinten durch und vorne wieder herauskommen, den Faden durchholen und ein Stäbchen häkeln und das Ganze auch zweimal, also 2 Reliefstäbchen von vorne. Dann schiebt ihr die ein bisschen zur Seite, damit die Maschenköpfe sichtbar sind. Und dann folgen wieder 2 halbe Stäbchen und dann 2 Reliefstäbchen von vorne. Und 2 halbe Stäbchen. Und bei den Reliefstäbchen immer schauen, dass ihr nicht aus Versehen das behäkelt, in dem schon ein halbes Stäbchen drin ist, sondern immer das nächste. Also nicht aus Versehen rückwärts häkeln, sonst geht sich das
mit der Maschenzahl nicht aus und sieht natürlich auch nicht schön aus. Also immer abwechselnd 2 halbe Stäbchen und 2 Reliefstäbchen von vorne, und am Ende der Runde müssten am Schluss 2 Reliefstäbchen von vorne sein. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde endet mit 2 Reliefstäbchen. Wir schließen in den Kopf des halben Stäbchens zur Runde des ersten halben Stäbchens, beginnen wieder mit einer Luftmasche, und jetzt sieht man das schon besser. Immer auf die halben Stäbchen kommt wieder je ein halbes Stäbchen drauf, also 2 halbe Stäbchen, und um die Reliefstäbchen kommen wieder Reliefstäbchen, wieder 2, dann immer das ein bisschen zur Seite schieben, das Reliefstäbchen, dann seht ihr den Kopf des halben Stäbchens, und das machen wir wieder die ganze Runde so, und dann sehen wir uns nochmals wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und schließe in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde mit einer Kettmasche, und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, die wiederhole ich, bis der Kragen ca. 20 cm hoch ist, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den Kragen 20 cm hoch gehäkelt, und jetzt häkle ich noch 2 Runden halbe Stäbchen, also nur halbe Stäbchen, damit das Ganze sich nicht einrollt. Also auch über die Stäbchen drüber einfach halbe Stäbchen, 2 Runden. Dann werde ich den Kragen beenden mit einer Luftmasche, den Faden abschneiden und durchziehen und festziehen. Dann werde ich das Ganze auf die schöne Seite umdrehen, und da sehen wir uns dann wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen fertig gemacht. Im oberen Bereich, also beim Kragen und bei den Schultern, habe ich schon einmal alle Fäden vernäht, das Ganze auf die schöne Seite umgedreht, und jetzt drehe ich mir das Ganze einmal um 180 Grad herum, denn jetzt bearbeiten wir diese untere Kante hier, und dazu habe ich die beiden Vorderteile schön übereinander gelegt, genau um die Leiste hier, dann mit einer Klammer fixiert, am besten noch eine zweite dazu, und jetzt nehmen wir hier Maschen auf am unteren Rand. Ich beginne an der Ecke. Und wir machen es im Prinzip wie beim Kragen. Diese beiden Teile häkeln wir gleich zusammen mit dieser ersten Reihe hier. Und ich nehme jetzt hier für die untere Leiste die dünnere Häkelnadel, damit das Ganze etwas eingehalten wird. Hier haben wir ja lauter Stäbchen, das ist also einfach. Wir stechen ganz am Rand ins erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, verknoten den Faden und stechen noch einmal in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch,
häkeln eine Luftmasche und dann häkle ich lauter halbe Stäbchen bis zur Mitte und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Mitte angekommen, da wo wir jetzt 2 Lagen haben über dieses kleine Stück hier und ich häkle auch hier halbe Stäbchen drüber und schaue, dass ich hinten immer auch schön das Stäbchen erwische, jedes einzelne. Es sind ja nicht viele, nur über dieses kleine Stück drüber, damit die beiden Teile schön miteinander verbunden sind. Und hier kommen wir gleich zu diesem Ersatzstäbchen. Auch hier schauen, dass dann eine Masche drin ist, nämlich jetzt gleich hier in die dritte Luftmasche ebenfalls noch ein halbes Stäbchen, damit die beiden Teile schön verbunden sind. Dann häkeln wir die Reihe zu Ende in halben Stäbchen und dann sehen wir uns nochmals wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe mit halben Stäbchen beendet und ich mache jetzt 5 Reihen insgesamt halbe Stäbchen. Eine haben wir schon gemacht. Ich mache noch 4 weitere, genau wie hier. Schaut, welche Maschenzahl ihr jetzt habt und schaut, dass die Maschenzahl in allen weiteren 4 Reihen unverändert bleibt. Also einfach weitere 4 Reihen halbe Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 5 Reihen halbe Stäbchen gehäkelt. Häkle noch eine Luftmasche, lasse hier ein Stück Faden dran für die Seitennaht später. Ziehe den Faden durch. Und ziehe ihn fest und dann dreht ihr euch das Ganze um und macht auf der Rückseite genauso ein Bündchen dran wie vorne und ich würde wieder mit derselben Farbe weitermachen wie vorne, damit wir rundherum ein einheitliches Bündchen haben. Hier ist es einfach, hier haben wir lauter Stäbchen, also wieder den Faden neu anschlingen, verknoten, auf jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen und wieder 5 Reihen halbe Stäbchen machen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe inzwischen die Blende beim Rückenteil noch fertig gemacht und auch dort ein paar Meter Faden dran gelassen. Und im nächsten Schritt machen wir die Knöpfe aufs Vorderteil. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Wenn der Pullover zusammengehäkelt ist, dann geht das nicht mehr so gut. Legt euch also das schön hin, dass die Teile ganz flach aufeinander liegen und dass es hier möglichst gerade ist auf den Seiten, also dass das stimmt. Und ich habe die Knöpfe jetzt nur drauf gelegt und zwar am leichtesten geht es so. Ich nehme einen Teil wieder weg. Ihr macht zuerst, legt ihr euch einen oben hin oder näht ihn an, dann unten, dann in der Mitte, das könnt ihr ausmessen und dann immer in der Hälfte wieder einen und noch einmal in der Hälfte
jeweils einen Knopf. Ihr könnt dann noch nachmessen, dass die Abstände möglichst gut stimmen. Und ich habe 9 Knöpfe jetzt hier verwendet und die Knöpfe durch beide Teile durch annähen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Knöpfe angenäht und habe den Pullover umgedreht, sodass die schöne Seite jetzt innen ist. Und wir machen jetzt die Seitennähte. Und für das Armloch lasse ich für die Größe 40-42 25 cm offen. Was ganz wichtig ist, zählt die Reihen, die ihr offen lasst und macht das bei beiden Armlöchern genau gleich. Und beim Messen das eher eng hinlegen, nicht so gedehnt, das macht dann einen gewaltigen Unterschied. Da könnten euch die Ärmel dann zu eng werden. Also schön eng legen, möglichst flach und so abmessen. Und wie gesagt, für die Größe 40-42 lasse ich ca. 25 cm offen. Die anderen Maße schreibe ich euch hin. Und jetzt drehe ich mir das Ganze herum, nehme den Faden, den wir dran gelassen haben, und beginne von unten nach oben, hole mir hier möglichst weit am Rand den Faden durch, häkle zuerst eine Luftmasche und dann in dieselbe Öffnung eine feste Masche und häkle jetzt zunächst diese Leiste hier zusammen, so dass das ganz genau stimmt. Das werden 5 bis 6 feste Maschen sein. Hier schauen, dass das möglichst flach wird und sich nicht wellt, aber auch nicht zusammenzieht. Und schauen, dass es hier ganz genau zusammenstimmt. Die Fäden könnt ihr gleich mit einhäkeln oder später vernähen. Und hier bei den Stäbchen würde ich pro Stäbchenreihe 2 feste Maschen machen. Und macht sie nicht ganz winzig klein, sondern holt den Faden ein bisschen herauf und mascht dann ab. Und dann immer schauen, dass die Reihen ganz genau übereinander stimmen. Und das mache ich bis zur Klammer und dann auf der anderen Seite genau dasselbe. Und noch einmal, es ist ganz wichtig, dass für das Armloch dieselbe Reihenzahl auf beiden Seiten offen bleibt. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Und ich werde im nächsten Schritt noch einen Ärmel zunächst vorbereiten und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel angefertigt, der sieht so aus und den zweiten machen wir gemeinsam. Und dazu beginne ich unter dem Arm. Schlinge hier in der ersten Stäbchenreihe direkt unter dem Arm neu an. Ganz rechts vom Stäbchen steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle
3 Luftmaschen, die zählen bereits als erstes Stäbchen, und häkle in diese erste Lücke noch 2 weitere Stäbchen, sodass wir unter dem Arm kein Loch bekommen. Ich mache das dann hier auf der anderen Seite auch, wenn wir dann dort ankommen. In den anderen Stäbchenreihen, da häkle ich immer 2 Stäbchen pro Reihe, also immer 2. Das mache ich bis zur Schulternaht, immer 2 Stäbchen um das Randstäbchen herum, und bei der Schulternaht sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Schulternaht angekommen, habe in jede Lücke 2 Stäbchen gemacht, bis auf die erste, da habe ich 3 gemacht, und jetzt mache ich auch hier, damit wir kein Loch bekommen, direkt vor der Schulternaht noch ein Stäbchen, und ich habe nur zu eurer Orientierung, die Zahl kann bei euch anders sein, 38 Stäbchen auf dieser Seite, und die brauchen wir auch auf der anderen Seite, und da mache ich es gegengleich. Ich beginne ebenfalls hier gleich nach der Naht noch mit einem Stäbchen. Hier könnt ihr durch beide Teile einmal durchstechen, gleich nach der Naht, und dann wieder, also das zur Seite schieben, die Leiste, und dann wieder pro Stäbchenreihe 2 Stäbchen, und wir sehen uns unter dem Arm wieder, und es müssen gleich viele Stäbchen herauskommen insgesamt, aber das zeige ich euch am Ende der Runde noch. Willkommen zurück, ich bin wieder unter dem Arm angekommen bei der Naht hier und habe auch in die letzte Lücke vor der Naht 3 Stäbchen gemacht, und jetzt schließe ich in die dritte Luftmasche des ersten Stäbchens zur Runde, und ich habe auf beiden Seiten 38 Stäbchen. Das, wie gesagt, ist ein Richtwert. Was ich euch empfehle ist, notiert euch die Zahlen für den zweiten Ärmel, dann ist der zweite Ärmel wesentlich einfacher anzufertigen. Ich habe jetzt also 2 mal 38 Stäbchen, sind 76, und über diese 76 Stäbchen häkle ich jetzt 5 Runden, und in der 6. Runde machen wir dann Abnahmen. Das heißt, ich häkle jetzt einmal 5 Runden mit derselben Maschenzahl. Wie gesagt, die Zahlen können bei euch etwas anders sein, vor allem auch wenn ihr eine andere Größe macht als ich, aber sie können euch eine gewisse Orientierung geben. Und ich häkle also weitere 4 Runden Stäbchen, sodass ich insgesamt 5 Runden mit derselben Maschenzahl habe, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 5 Reihen mit der gleichen Maschenanzahl gehäkelt. Jetzt machen wir eine Abnahmerunde. Dazu beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und häkle 4 weitere Stäbchen nebeneinander, also auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, bis ich 5 Stäbchen habe. 5 Stäbchen, und dann häkle ich 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das bedeutet, wir holen einen Umschlag, stechen in das nächste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen ins nächste Stäbchen ein, holen den Faden durch,
Maschen 2 Fäden ab. Jetzt haben wir 3 Fäden auf der Nadel und die maschen wir gemeinsam ab. Und das ist in der nächsten Reihe nur noch ein Stäbchen. Und ich mache das die ganze Runde so, immer 5 Stäbchen nebeneinander. Und dann 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Also immer 5 Stäbchen, 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das muss sich nicht genau ausgehen. Ihr macht es so oft, wie es sich ausgeht. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und habe einfach so oft, wie es sich ausgegangen ist, die Abnahmen gemacht, die restlichen Stäbchen dann einfach abhäkeln bis zum runden Ende. Ich schließe wieder mit einer Kettmasche. Bei mir sind sich in dieser Runde 10 Abnahmen ausgegangen. Das heißt, ab der Reihe 6, die wir jetzt gerade gemacht haben, habe ich jetzt nur noch 66 Stäbchen. Und jetzt häkle ich wieder 5 Reihen mit dieser Maschenanzahl, sodass wir dann insgesamt 11 Reihen haben. Und in der 12. Reihe machen wir wieder eine Abnahmerunde und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 11 Reihen gehäkelt. Und die 12. Reihe ist identisch mit der 6. Reihe. Sie beginnt ebenfalls mit 3 Luftmaschen. Ich häkle immer 5 Stäbchen nebeneinander, also inklusive Ersatzstäbchen am Anfang. Immer 5 Stäbchen nebeneinander und 2 zusammen abgemaschte Stäbchen und wieder einfach so oft, wie es sich ausgeht. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die 12. Runde beendet. Diesmal sind sich 9 Abnahmen ausgegangen. Das heißt, die Reihen 13 bis 17 haben jetzt noch 57 Stäbchen, also wieder 5 Reihen ohne Abnahmen und zwar wieder über die reduzierte Maschenzahl, bei mir 57 und in der 18. Reihe nehmen wir wieder ab und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe inzwischen 17 Reihen erreicht. Und in der 18. mache ich genau dieselben Abnahmen wie bisher, also immer 5 Stäbchen nebeneinander und dann 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und wenn ich diese Runde gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Diesmal sind sich 8 Abnahmen ausgegangen. Ich habe jetzt noch 49 Stäbchen und häkle wieder 5 Reihen weiter mit dieser Maschenzahl und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Nach 23 Reihen sieht das Ganze so aus. Ich habe jetzt hier noch eine Breite von 17 cm. Das ist noch etwas zu weit für mich. Ich mache jetzt noch eine Reihe Abnahmen, genau wie immer. Und nach dieser Reihe habe ich dann noch 42 Stäbchen und eine Weite von ca. 15 cm noch. Und danach würde ich euch eine Anprobe empfehlen, um zu schauen, wie lang der Ärmel noch werden muss und wie breit. Und am Ende machen wir noch 5 Reihenhalbe Stäbchen, das berücksichtigen beim Messen.
Und wie gesagt, bei mir, ich mache jetzt noch eine Reihe mit Abnahmen und dann noch einmal 5 Reihen Stäbchen. Das kann bei euch auch etwas anders sein. Und wenn ich soweit gekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel sieht mittlerweile so aus. Ich habe 29 Reihen gehäkelt. Mein Ärmel ist ca. 40 cm lang und noch ungefähr 15 cm breit. Bei mir passt das jetzt so. Wenn es nötig ist, macht ihr ihn noch ein bisschen länger und eventuell noch einmal Abnahmen. Ein paar Abnahmen kommen aber jetzt noch bei der Abschlussleiste. Und jetzt nehme ich wieder die Häkelnadel Nummer 4. Auch dadurch wird das Bündchen noch etwas eingehalten. Starte mit einer Luftmasche und häkle auf jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen drauf, so wie wir es beim Pullover auch gemacht haben. Und ich zeige euch am Ende der Runde, wie ich auch hier noch ein bisschen abnehme. Und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen, habe auf jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen drauf gehäkelt und ich schließe jetzt nicht in den Kopf des ersten halben Stäbchens, das wäre dieses, sondern in den Kopf des zweiten halben Stäbchens. Dadurch wird es in der nächsten Reihe ein halbes Stäbchen weniger. Ich starte wieder mit einer Luftmasche und gleich in die erste Einstichstelle kommt wieder ein halbes Stäbchen und ich häkle wieder auf jedes halbe Stäbchen ein halbes Stäbchen drauf. Und wenn ihr nachzählen wollt, habt ihr jetzt in jeder Runde eins weniger, aber ich zeige es euch am Ende der Runde noch einmal. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe wieder in den zweiten Maschenkopf zur Runde. Den ersten lasse ich aus. Beginne wieder mit einer Luftmasche und gleich in die erste Einstichstelle kommt das erste halbe Stäbchen und ich häkle wieder insgesamt 5 Runden, wie ich es beim Pullover auch gemacht habe, aber auch das könnt ihr nach Belieben ändern und dann häkelt ihr noch den zweiten Ärmel ganz genau gleich wie diesen und dann sehen wir uns noch einmal wieder und machen den Pullover dann ganz fertig. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe den Pullover umgedreht, sodass die Innenseite außen ist. Das ganz schön hingelegt und damit dieser Teil hier an Ort und Stelle bleibt, den nähe ich hier noch hin und zwar so, dass man es von außen nicht sieht und ziemlich locker. Es geht nur darum, dass dieses Teil an Ort und Stelle bleibt und das darf sich nicht zusammenziehen, man soll es von außen nicht sehen und die Reihen sollten ganz genau übereinander stimmen, damit das dann wirklich schön an Ort und Stelle bleibt. Und wenn ich das gemacht habe, werde ich den Pullover wieder umdrehen, dann werde ich eine Anprobe machen und schauen, ob ich am Kragen noch Knöpfe dran nähe und wenn ja, an welcher Stelle, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Naht fertiggestellt, den Pullover wieder umgedreht und ich werde hier
am Kragen noch 2 Knöpfe annähen, also durch den Kragen durch. Bei mir sind hier ungefähr 6 bis 7 cm Abstand, und wenn wir das alles gemacht haben, ist unser asymmetrischer Pullover fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude mit diesem asymmetrischen Pullover und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Eure Karin aus dem Ländle.